Wie du einen Business-Class-Flug, der sonst 5.000 € kostet, für nur 500 € buchen kannst, das werde ich dir in diesem Video erklären. Ich befinde mich hier gerade in den Philippinen, werde hier die ganze Woche ein intensives Seminar und natürlich dann auch echte Erlebnisse, um die Menschen, die Kultur, das Land, die wunderschöne Natur kennenzulernen. Das Seminar haben wir in Davao City organisiert. Davao City ist flächenmäßig die größte Stadt der Philippinen. Natürlich hat Manila sehr viel mehr Bevölkerung, aber Davao hat eine viel größere Ausbreitung als Manila, aber eben nicht so dicht besiedelt, befindet sich im Süden der Philippinen. Wunderschöne, unberührte Natur, meiner Meinung nach sehr viel schöner die Natur als zum Beispiel Thailand. Kann man wirklich, wenn man sich das Wasser anschaut, oder auch wenn man Tauchen und Schnorcheln vergleicht, mit den Malediven vergleichen. Vorteil ist, dass es deutlich günstiger ist natürlich als die Malediven. In den Malediven zahlst du mal locker pro Nacht 1.000 € für ein gutes Hotel. Hier in Davao zahlst du für eins der vielen Resorts vielleicht 150 bis 200 € pro Nacht. Also sehr attraktiv. Unser Team ist ja in Davao. Ich mache schon seit 2008 Business in den Philippinen und seit 2019 haben wir unseren Standort hier in Davao City. Deswegen haben wir auch hier natürlich unsere Reise hingemacht. Wir waren über 20 Personen aus dem deutschsprachigen Raum, die sich dafür interessiert haben, einen Wohnsitz bzw. Plan B in den Philippinen zu etablieren. Steuerlich ein sehr attraktives Land. Es gibt ein komplett territoriales System, keine Steuern auf ausländische Einkünfte. Es ist eben sehr günstig. Die Philippinen nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Es gibt allerdings Doppelsteuerabkommen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz, was natürlich auch ein großer Vorteil ist, wie wir hier in unserem Seminar gelernt haben. Nachteil ist natürlich, dass es ziemlich weit weg ist. Es gibt mittlerweile nach Davao City viele internationale Flüge von Hongkong, Singapur oder auch Katar und Dubai. Aber wenn du dann eben von Europa fliegst, dann bist du schon mal 24 Stunden unterwegs und natürlich sind die Flüge entsprechend teuer. Ich habe jetzt hier mal Skyscanner aufgerufen, um dir mal zu zeigen, was die Flüge kosten von Europa. Ich habe jetzt zum Beispiel mal hier den Flug angezeigt von London. Hier kannst du sehen, 5.000 €. Durchgehend also 5.000 € oder mehr für die Business Class. Und natürlich, die Business Class macht einen riesen Unterschied, wenn du so eine weite Strecke fliegst, gerade wenn du, so wie ich, nicht mehr der Jüngste bist oder auch nicht jetzt unbedingt der Leichteste bist. Dann macht natürlich die Business Class einen riesen Unterschied. Andernfalls bist du komplett gerädert, hast etliche Tage Jetlag, daher natürlich die Business Class eine ganz tolle Sache, wenn sie eben da nicht zu teuer wäre. Aber wie ich auf diesem Kanal schon vielfach beschrieben habe, gibt es einen verlässlichen Weg, wie du sehr günstig Business-Class-Flüge buchen kannst. Tatsächlich gab es neben mir auf unserer Reise hier etliche andere Teilnehmer, die das schon so machen und die für diesen Flug anstatt 5.000 € nur 500 € bezahlt haben. Wie haben sie das jetzt gemacht? Nun, du kannst es dir wahrscheinlich denken, sie haben clever Meilen gesammelt. Meilen sammeln kann man natürlich mit Kreditkarten. Da geht es jetzt nicht mal darum, dass du mit deiner Kreditkarte den Flug buchst, sondern du lässt eben deine üblichen Ausgaben über diese Kreditkarten laufen. Wenn du ein Business hast und zum Beispiel geschäftliche Ausgaben hast, sei es zum Beispiel für Google Ads oder Facebook Ads oder auch andere geschäftliche Ausgaben, dann ist das natürlich noch besser. Denn je mehr Ausgaben du hast, desto mehr Punkte kannst du sammeln und mit diesen Punkten kannst du dann eben sehr günstig diese Flüge buchen. Was du also tust, ist, da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du zum Beispiel direkt den Business Class Flug dann buchen und mit Punkten bezahlen. Oder die andere Alternative ist, einen Economy-Class-Flug zu buchen und dann später abzugraden. Da gibt es ein gewisses Risiko natürlich, dass du beim Upgrade dann möglicherweise keinen Flug mehr finden kannst oder diesen mit Meilen vielleicht auch nicht buchen kannst. So, jetzt gibt es aber natürlich hier einen ganz entscheidenden Hack, denn wenn du europäische Karten verwendest, zum Beispiel österreichische, deutsche, Schweizer Karten, auch zum Beispiel Karten wie Amex, dann hast du vielleicht schon rausbekommen, dass du dort relativ wenige Meilen bekommst, relativ wenige Punkte bekommst und
dass du auch immer weniger tatsächlich dann mit deinen Punkten machen kannst. Und deswegen mein Tipp an dich ist, amerikanische Kreditkarten zu verwenden, vor allen Dingen die amerikanischen Business-Kreditkarten, sagen wir zum Beispiel mal die amerikanische Amex Gold für Business. Also ich rede jetzt nicht von der privaten Karte. Bei der privaten Karte ist die Standard Amex besser aus den USA oder auch die Chase Sapphire Card. Auch sie ist eine hervorragende Karte. Da bekommst du dann das Zweifache, das Dreifache, manchmal das Vierfache an Punkten. Da gibt es möglicherweise jährliche Caps. Also du bekommst für die ersten $200.000 an Ausgaben eben entsprechend diese vielfachen Punkte und danach noch einfache Punkte. Und da kannst du natürlich sehr gut dann Business-Class-Flüge buchen, kannst deine Familie upgraden auf einen Business-Class-Flug. Einfach dadurch, dass du deine ganz normalen monatlichen Ausgaben über diese Karte laufen lässt. Das Ganze ist ein Prozess, der braucht eine gewisse Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Leider muss man sagen, wir haben es ja auch schon auf diesem Kanal oft beschrieben, du musst Bonität in den USA aufbauen. Dafür brauchst du erstmal eine amerikanische Steuernummer, eine persönliche amerikanische Steuernummer. Diese bekommst du, wenn du Einkünfte in den USA hast, also wenn du zum Beispiel Mieteinnahmen in den USA bekommst oder dort eine Beteiligung hast. Wenn du beides nicht hast, dann ist meistens der einzige Weg, um an die amerikanische Steuernummer zu kommen, die Gründung einer amerikanischen LLC. Wenn du diese LLC zum Beispiel bei uns gründest, dann kriegst du von uns die Steuernummer von mit dazu. Nicht nur die für die LLC, das ist ja die IRN, sondern eben auch die persönliche Steuernummer. Und dann brauchst du ebenfalls eine amerikanische Adresse. Es muss eine richtige Wohnadresse sein. Es kann jetzt nicht die Firmenadresse sein. Auch diese kannst du über uns bekommen. Ich bin ja 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin, Texas, und im Raum Austin haben wir dann eben auch eine echte Wohnadresse für unsere Mandanten. Das ist eine richtige Wohnung. Da kannst du bei Google Street View nachschauen, also nicht irgendeine Mailbox oder sowas. Die funktioniert nämlich nicht bei den Banken, muss man sagen. Wenn du dann diese persönliche Steuernummer hast und die Adresse, kannst du in den USA zunächst mal deine persönliche Bonität aufbauen. Du kannst dein Konto eröffnen. Du kannst dann zunächst mit einer Kleinkreditkarte beginnen, kannst ihr ein bisschen verwenden, zahlst dir immer wieder ab. Idealerweise nimmt man auch gleich mehrere Karten. Was zum Beispiel auch sehr gut funktioniert, ist, wenn du eine deutsche Amex-Karte hast und dann einen sogenannten Global Transfer machst. Das heißt, diese Karte letztlich dann in die USA überträgst, indem du Amex sagst, dass du jetzt in den USA ansässig bist, über deine Adresse, über deine Steuernummer. Und wenn du dann deine persönliche Bonität aufgebaut hast, auch da kriegst du eben schon ganz interessante Karten. Wenn du deine persönliche Bonität aber aufgebaut hast, dann kannst du irgendwann dann auch über die Firma, über die LLC, die du ja dann tatsächlich hast, Firmenkreditkarten bestellen, Firmenkreditkarten bekommen. Die haben nicht nur sehr viel höhere Limits in Höhe von 10.000, sogar 100.000 von Dollar. Aber wie gesagt, es geht jetzt hier nicht letztlich um Darlehen aufzunehmen, sondern um Verfügungsrahmen. Und da bekommst du dann die wirklich interessanten Meilen-Deals. Ich würde sagen, du musst mit einer Vorbereitungszeit rechnen von 6 bis 10 Monaten, bis das dann alles steht, bis du soweit bist. Da wird auch eine Reise in die USA auf jeden Fall notwendig sein, nämlich um dann die Konten dort persönlich zu eröffnen. Das kannst du alleine machen, wenn du willst. Ansonsten haben wir auch einen Geschäftspartner in Miami, der dich dabei unterstützen kann, der dir die Hand ein wenig halten kann, wenn du auf Englisch nicht so gut in den USA zurechtkommst. Und wenn du dann soweit bist, dass du dann die Bonität aufgebaut hast, zum einen natürlich für dich persönlich, zum anderen auch für die Gesellschaft, dann kannst du eben Karten bekommen, bei denen du sehr viele Punkte dann bekommst. Ich hatte ja einige vorhin schon angesprochen, Amex Gold, also die Amex Business Gold oder eben Chasing Sapphire. Das sind Karten, da braucht man jeweils eine gute Bonität. Das heißt auf Deutsch gesagt einen guten amerikanischen Credit Score. Und bis man diesen Score aufgebaut hat, das geht eigentlich eine gewisse Zeit. Und ab dann, unter der Annahme natürlich, dass du einen internationalen Lebensstil führst, dass du wahrscheinlich auch gar nicht mehr in Deutschland, Österreich wohnst, sondern dass du bereits ausgewandert bist, kannst du dann über deine ganz normalen geschäftlichen Ausgaben, die du ja möglicherweise tätigst, sei es jetzt dadurch, dass du ein internationales Business betreibst oder dass du digitaler Nomade bist, dann diese Karte verwenden. Wenn du zum Beispiel viel mit Airbnb unterwegs bist, wenn du Kurzzeitmiete machst, wenn du Hotels nutzt, all da entstehen ja relativ große Beträge, die kannst du dann über diese Karten abbrechen und entsprechend dann Punkte sammeln, die dann wiederum dazu führen, dass du für sehr wenig Geld in die Business Class upgraden kannst, sodass du also
tatsächlich für einen Flug nach Davao City von Europa nicht 5.000 € hättest bezahlen müssen, sondern wie einige der Teilnehmer auf diesem Kurs diesen schon für 500 € bekommst. Und das gilt natürlich nicht nur für diese extrem langen Flüge, sondern auch zum Beispiel Flüge nach Dubai, die ja viele regelmäßig unternehmen, oder auch in die USA oder nach Singapur oder wohin auch immer. Also, wenn du einen internationalen Lifestyle hast, beziehungsweise einen solchen planst und dort eben nicht verzichten möchtest auf komfortables Reisen, wenn du nicht mehr in der Holzklasse fliegen willst, sondern Business Class Lounges verwenden willst, in der Business Class fliegen willst, dann ist das der einfachste Weg, sehr günstig an solche Business Class Flüge zu kommen. Nicht nur für dich, auch für deine ganze Familie. Und wie gesagt, dein Ausgabeverhalten brauchst du dafür gar nicht groß zu ändern. Du verschiebst einfach die Ausgaben, die du sowieso hast, auf deine Karte. Und da sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich hatte es ja in anderen Videos schon erzählt. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die kaufen Off-Plan-Immobilien in Dubai, zahlen da immer wieder mal 10.000, 20.000, rechnen das dann über die Karte ab. Weil, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass die Karten zum Teil sehr hohe Limits haben, einen sehr hohen Verfügungsrahmen haben. Und der ist natürlich dann da, gerade Handy, dass du hohe Ausgaben drüber laufen lassen kannst. Nicht, weil du dir da irgendwas finanzieren willst, nicht, weil du ein Darlehen brauchst, sondern weil du damit dann Punkte sammeln kannst. Das Ganze ist jetzt nicht so ganz trivial, wie man sich das vielleicht vorstellt. Da muss man dann auch schon schauen, dass man das richtig macht. Wie gesagt, man sammelt jetzt viele Punkte nicht immer mit allen Ausgabearten und allen Ausgabetypen. Manchmal ist auch die Währung, die dort eine Rolle spielt. Also das ist etwas, wo man sich dann reinfuchsen muss und die beste Kombi suchen muss. Aber das ist dann eben etwas, was du lernst. Und wie gesagt, wir können dich da auch an jemanden vermitteln, der sich mit dem Thema hervorragend auskennt. Die Basis aber jedenfalls für all das ist die amerikanische LLC, die amerikanische Steuernummer. Die Adresse in den USA, all das bekommst du über uns. Details dazu auf unserer Webseite. Wir haben dort sehr schöne Pakete, sogenannte Rundum-Sorglos-Pakete, wo dann wirklich alles dabei ist. Nicht nur die Gründung der Gesellschaft und die Kontoeröffnung, sondern eben auch Adresse, alle Dinge, die dort eingereicht werden müssen bei der Steuerbehörde und beim Bundesstaat. Ein einfaches Paket und natürlich Rundum-Betreuung auf Deutsch durch unser deutschsprachiges Team, ein Team von deutschen Muttersprachlern, will ich dazu sagen. Das Ganze machen wir schon sehr lange, nämlich seit 2018, also sehr erfahren, sehr routiniert. Du kannst also davon ausgehen, dass das alles ziemlich gut laufen wird. Und wenn es mal Herausforderungen gibt, und das passiert immer mal, dauert es länger, bis so eine Steuernummer kommt, haben wir natürlich dann auch Möglichkeiten, diese zu umschiffen, beziehungsweise dann entsprechend zu intervenieren, dass es auch richtig läuft. So bist du für alles gewappnet, nicht nur dann, wenn alles perfekt läuft, sondern eben auch, wenn es mal wieder irgendwelche Schwierigkeiten und Verzögerungen gibt, wie das im Leben eben leider so ist. In diesem Sinne, alle weiteren Details von unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Wenn auch du dich mit einem internationalen Lifestyle auseinandersetzt, wenn auch du dabei bist, auszuwandern oder über eine Auswanderung nachdenkst, beziehungsweise ein Plan B für dich relevant ist, dann können wir dich hier bei allen Aspekten unterstützen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite. Wir machen das Ganze schon seit 20 Jahren, haben sehr vielen Mandanten geholfen auf dem Weg ins Ausland. Und ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.